Wer das Wort Fachkräftemangel in die Suchmaske des Fernseharchivs eingibt, dem wird schnell klar, das Problem ist in Deutschland alles andere als neu. Schon in den 1960er und 70er Jahren suchten die Betriebe händeringend nach neuen Mitarbeitern, wie zum Beispiel Aussagen des damaligen Handwerkspräsidenten Josef Wild zeigen. Aus dem Ausland können wir kaum Facharbeiter bekommen, die sind dort ebenfalls begehrt, ob das Italien ist oder ein anderes Land. Es kommen ja in der Hauptsache nur Hilfskräfte herein und wir haben einen kolossalen Mangel an Facharbeitern. 50 Jahre später könnte Uwe Euler die Worte von damals fast wiederholen. Der Dachdeckermeister leitet einen Betrieb in Butzbach in 4. Generation. Die Zeiten sind für seine Branche derzeit golden. Das Auftragsbuch ist prall gefüllt. Doch die Kunden müssen inzwischen monatelang warten, weil Azubis und Gesellen fehlen. Da haben wir schon die letzten 2 Jahre einige Male zusammengesessen im Familienrat und haben überlegt, welche Maßnahmen wir ergreifen können, um da weiterzukommen. Um neue Mitarbeiter zu finden, hat er Annoncen in Zeitungen und sozialen Medien geschaltet. Sogar eine Prämie von 500 € für Hinweisgeber ausgelobt. Hinzu kommt eine eigene Internetseite für die Suche. Und er wirbt in Schulen für sein Handwerk, normalerweise. Die letzten 2 Jahre durch die Corona-Geschichte, durch die Pandemie, war es sehr schwierig, in Schulen zu kommen, auch da mal Leute oder junge Menschen aufzunehmen, dass die mal reinschnuppern können ins Geschäft. Auch das war schwierig. Wie ihm geht es vielen. Eine Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages vom vergangenen November offenbarte, dass 51% der Unternehmen ihre freien Stellen derzeit nicht besetzen können. Das Fachkräftefiasko ist so wieder vermehrt in den Schlagzeilen. Unternehmen und Wirtschaftsverbände befürchten, dass der Mangel die Konjunkturbelebung in diesem Jahr ausbremst. Kirsten Schoder-Steinmüller leitet einen Metallverarbeitungsbetrieb in Langen und ist gleichzeitig Geschäftsführerin des Hessischen Industrie- und Handelskammertags. Zuletzt, so berichtet sie, seien 3000 Ausbildungsplätze in Hessen unbesetzt geblieben. Kein gutes Omen für die Zukunft, zumal die Demografie die Lage verschärfen werde. Wir wissen alle, dass die sogenannten Babyboomer-Jahre jetzt anfangen, in die Rente zu gehen. Und es fällt uns immer zunehmend schwieriger, Auszubildende für unsere Betriebe zu gewinnen. Ihre Organisation prognostiziert, dass die Schere zwischen Angebot und Nachfrage bis zum Jahr 2035 weiter auseinandergeht. Dann fehlten 495.000 Fachkräfte allein für das Bundesland Hessen mit derzeit rund 6 Millionen Einwohnern. Ihr Wunsch, um die Lage zu verbessern: in den Schulen müsse noch mehr für die Lehre geworben werden, statt vor allem für das Studium. Also in unseren Augen kommt die duale Ausbildung in den Schulen viel zu kurz. Das müsste dringend gestärkt werden. Wir müssen erreichen, dass es eine Gleichwertigkeit der Abschlüsse zwischen der dualen Ausbildung und der akademischen Ausbildung geben wird. Etwa so hat es 1972 auch der Handwerkspräsident ausgedrückt. Allerdings ohne diplomatische Zurückhaltung. Man sollte doch mit dem Irrtum aufhören, dass man aus dem letzten Dorftrottel noch einen Hochschulprofessor machen kann. Und dass wir nicht nur Doktoren und Diplomingenieure brauchen in unserer Wirtschaft, sondern dass wir auch ein gut ausgebildetes mittleres Reservoir brauchen. In ihrem Koalitionsvertrag geht die neue Bundesregierung gleich an mehreren Stellen auf das Thema Fachkräfte ein und schlägt ganz allgemein als Lösungsweg etwa bessere Bildungschancen, eine gezielte Weiterbildung oder auch eine Modernisierung des Einwanderungsrechts vor. Den letzten Punkt hatte Bundeskanzler Scholz Mitte Januar im Deutschen Bundestag bekräftigt. Er will den Zuzug ausländischer Fachkräfte erleichtern. Daneben wollen wir eine weitere Möglichkeit schaffen für Talente, für qualifizierte Männer und Frauen, die wir in Deutschland gut brauchen, die noch keinen Arbeitsvertrag haben, aber wenn sie einen Zutritt bekommen, diese Möglichkeit dann nutzen können. Neben einer vereinfachten Zuwanderung nennen die Unternehmen in der DIHK-Umfrage weitere Punkte, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Zum Beispiel eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und insgesamt eine höhere Arbeitgeberattraktivität. Dazu gehört auch ein attraktives Gehalt. Fehlen also vor allem Fachkräfte in solchen Berufen, die schlecht bezahlt werden?
Mit dieser Frage hat sich Alexander Burstede vom Institut der deutschen Wirtschaft auseinandergesetzt. Sein Kurzfazit: Wir sehen, dass in Berufen, in denen es zu wenig Fachkräfte gibt, tendenziell höhere Löhne gezahlt werden und die Löhne auch schneller steigen. Das ist aber nur so eine leichte Tendenz und gilt lange nicht für alle Berufe. Also da gibt es auf beiden Seiten auch Abweichungen. Konkret hat der Ökonom Berufe mit Fachkräftemangel zwischen 2013 und 2019 untersucht. Busfahrer zum Beispiel kommen auf ein Mediangehalt von 1.762 € und haben in dem Zeitraum ein Lohnplus von 34% erhalten. Medizinische Fußpflege 1.924 € plus 33%. Führungskräfte im Sicherheitsdienst 4.178 € plus 32%. Hingegen kamen Gesundheitsberater nur auf ein Plus von 2%. Postzusteller verdienen 2.623 € minus 6%. Und wer den Luftverkehr überwacht, bekommt 2.890 € brutto pro Monat und musste sogar ein Minus von 13% in Kauf nehmen. Die Gehaltshöhe ist offenbar nicht immer der entscheidende Grund, warum etlichen Berufen die Facharbeiter fehlen. Und gerade bei jungen Leuten. Aber es ist auch einfach eine Frage der gesellschaftlichen Wertschätzung, so wie man früher vielleicht manchmal etwas abfällig über den Müllmann geredet hat. Aber ich glaube, das ist etwas besser geworden und es ist auch eigentlich ein in vielen Kommunen gut bezahlter Beruf. Und da haben wir jetzt keinen Riesenfachkräftemangel mehr, den wir in unseren Daten so sehen. Die geringe Wertschätzung kennt man auch schon aus den 1960er Jahren. Als damals die Kommunen zum Beispiel nach Mitarbeitern für ihre Kindergärten suchten. Immer noch wird gemeint, eine Kindergärtnerin spielt ja nur den ganzen Tag. Zumindest dieses Vorurteil hört man heutzutage nur noch selten. Vom Blick ins Fernseharchiv bleibt aber die ernüchternde Erkenntnis, ein Patentrezept, um den Fachkräftemangel verschwinden zu lassen, gibt es nicht.